Hallo, ich bin die Maja, ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse. Und ich reite sehr gerne. Doch seit wir Homeschooling haben und ich nicht mehr trainieren darf, tut mir manchmal der Rücken weh. Rückenschmerzen bei Kindern und Jugendlichen können unterschiedliche Ursachen haben. Eine Ursache kann zum Beispiel ein Wachstumsschub darstellen. Vorrangig leiden die Kinder dann nachts unter Schmerzen in den Beinen, aber es kann natürlich auch zu Rückenschmerzen führen. Eine weitere Ursache sind angeborene oder erworbene Fehlhaltungen, wie zum Beispiel eine Skoliose oder ein Morbus Scheuermann. Dann ist natürlich immer eine Physiotherapie parallel zum Sport vorteilhaft. Was man nicht unterschätzen sollte bei Kindern, sind psychischer Stress und Sorgen. Das kann tatsächlich auch zu Rückenschmerzen führen, besonders in der Lendenwirbelsäule. Dann sollte man natürlich mit seinem Kind darüber sprechen, gegebenenfalls einfach den Kinderarzt zu Rate ziehen. Natürlich verletzen sich Kinder auch einfach beim Toben, beim Spielen, beim Sport, was dann auch wieder zu Rückenschmerzen führen kann, je nachdem, welche Art der Verletzung vorliegt. Die häufigste Ursache allerdings für Rückenschmerzen im Kindesalter und bei Jugendlichen heute sind Bewegungsmangel und Übergewicht. Vor allem momentan, da ja viele Kinder gerade nicht regelmäßig zur Schule gehen können oder dürfen. Sie dürfen momentan nicht zum Training gehen, keinen Sport machen im Verein. Das ist schon ein Problem. Hier haben wir das Problem einmal der Auslöser Bewegungsmangel und natürlich zum anderen einfach die sozialen Kontakte, die momentan sehr eingeschränkt sind. Deshalb ist es wichtig, die Kinder und die Jugendlichen einfach zu mehr Bewegung zu motivieren, denn regelmäßig Bewegung bzw. Sport lösen ein Wohlbefinden im Körper aus und natürlich wird vor allem das Immunsystem gestärkt. Und Sport kann auch Spaß machen. Für die erste Übung stellt die Maya ihre Zehen auf. Sie spannt den Po an. Sie streckt beide Arme lang nach vorn. Sie hebt den Kopf etwas ab, sodass die Stirn den Boden nicht mehr berührt. Und sie hebt den linken Arm nach oben und das rechte Bein gestreckt. Wichtig ist hier, dass der Fuß immer schön rangezogen wird, also Fußspitze Richtung Nasenspitze. Langsam wieder ablegen, die Spannung im Po bleibt und auch der Kopf bleibt oben. Aber sie wechselt jetzt die Seite, denn sie hebt jetzt den rechten Arm und das linke Bein. Langsam wieder ablegen und locker lassen. Gerne die Füße lang machen, den Kopf zur Seite legen. Für die zweite Variante bleiben die Füße gestreckt. Der Kopf wird wieder nach vorn auf die Stirn gedreht, beziehungsweise nach unten. Der Kopf wird wieder etwas abgehoben. Und jetzt werden beide Arme und beide Beine gleichzeitig abgehoben. Gerne darfst du jetzt etwas nach oben gucken. Darfst den Kopf etwas nach vorn richten, halten. Ganz ruhig ein- und ausatmen und langsam wieder ablegen und locker lassen. Beim Superman wird vorrangig der Rückenstrecker trainiert, also der Musculus erector spinae. Allerdings müssen unterstützend arbeiten die Po-Muskulatur, also der Musculus gluteus maximus, sowie die hintere Seite des Oberschenkels, der Musculus biceps femoris. Die letzte Variante ist, die Maya stellt die Zehen wieder auf. Die Arme kommen jetzt in eine U-Halte.
Sie werden also links und rechts angewinkelt, genau. Und jetzt wird der Kopf abgehoben und auch die Arme. Und dabei versucht die Maya, die Arme höher zu nehmen und zieht die Schulterblätter zur Wirbelsäule. Ja, sehr gut. Langsam wieder ablegen und locker lassen. Hierbei wird vor allem der obere Rücken trainiert. Das kann man noch einmal steigern für die letzte Variante. Das heißt, die Zehen wieder aufstellen, den Po wieder anspannen, den Kopf wieder drehen, dass die Stirn nach unten zeigt, den Kopf abheben, beide Arme abheben, jawohl. Aus dieser Position streckst du jetzt die Arme nach vorn, jawohl, und ziehst sie wieder nach hinten. Und noch zweimal vor und nach hinten. Hier muss man etwas aufpassen, dass die Arme in dieser Position landen. Langsam wieder ablegen und locker lassen. Die nächste Übung ist die Katze mit ihren Varianten. Und zwar gehen die Kinder dazu in den Vierfüßlerstand. Die Handgelenke stehen unter den Schultergelenken und die Knie unter den Hüftgelenken. Mit der Einatmung geht die Maya jetzt in ein Hohlkreuz und schaut nach vorn. Und mit der Ausatmung macht sie einen Katzenbuckel. Und einatmen, richtig schön ins Hohlkreuz und ausatmen in den Katzenbuckel. Diese Übung ist gut für die Beweglichkeit der Wirbelsäule in die Beugung und in die Streckung. Und wieder die Grundposition einnehmen. Man kann die Übung jetzt variieren, indem mit der Einatmung die Maya ins Hohlkreuz geht, nach vorne schaut und das linke Bein nach hinten oben ausstreckt. Weit nach oben das Bein, so hoch wie es geht. Und jetzt beim Zurückführen geht das Knie unter den Bauch Richtung Nase. Und einatmen wieder nach hinten oben und ausatmen wieder Richtung Nase. Dann das Bein absetzen und wir wechseln die Seite. Mit der Einatmung streckt Maya jetzt das rechte Bein und zieht das Bein unter den Bauch Richtung Nase und noch einmal. Und wieder absetzen und locker lassen. Darfst dich gern auf deine Fersen setzen.